Hallo Leute, es ist Sonntag, also gibt es wieder ein neues Video unseres Tunesien Roadtrips. Die Reise beginnt im Camp Smela in der Wüste. Dort wollen wir eigentlich gar nicht weg, ist nämlich so wunderschön dort. Aber es muss ja irgendwie weitergehen, also fahren wir zur Wüstenoase Xagelan. Wir leihen uns dort Quads und fahren im Sandsturm durch die Dünen. Dann geht es weiter nach Dus, wo wir nochmals den Markt besuchen. Ja, und dann wollen wir wieder in die Wüste. Wir fahren zum Camp Redmet und erleben dort einen wunderschönen Abend zwischen den Dünen. Ja, und dort fahre ich mich dann auch noch fest. Also, es gibt was zu schauen. Schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's! Wir sind hier im Camp Smela, umgeben von einer traumhaften Dünenlandschaft. Am Schluss vom letzten Video gab es tolle Drohnenaufnahmen vom Camp Smela in der Abendsonne. Jetzt gibt es noch einige schöne Dünenaufnahmen in der Morgensonne, bevor wir hier zusammenpacken und weiterfahren. Nun geht es also weiter. Zuerst überprüfen wir nochmal den Reifendruck. Dann müssen wir unseren Reisefreunden Starterstrom geben, denn aus irgendeinem Grund ist deren Batterie plötzlich leer. Jetzt geht's aber wirklich los. Hier beim Camp Smela gibt es einige Sandpassagen, da muss man mit Schwung durch. Das hatte ich mal wieder vergessen. Also neuer Anlauf, jetzt mit mehr Power. Die beiden LKWs mit den großen Reifen und der hohen Bodenfreiheit haben es hier im Sand natürlich ein bisschen leichter. Und da wir jetzt hier in der Wüste so ungestört vor uns hinfahren, schicken wir mal die Drohne hoch und machen ein bisschen Show mit 4 Fahrzeugen. Die beiden großen LKWs bleiben noch eine Nacht in der Wüste und wir fahren bereits weiter bis zur Wüstenoase Xagelan.
Hier sind wir bereits in Xagelan und vom Aussichtsturm sehen wir, dass sich über der Wüste ein kräftiger Sandsturm zusammenbraut. Da sind wir doch froh, dass unsere Fahrzeuge gut geschützt zwischen den Palmen stehen. Trotz Sandsturm leihen wir uns Quads aus und fahren ein bisschen durch die Dünen um Xagelan herum. Unser Ziel ist das römische Kastell, dort oben auf dem Hügel sieht man es. Das römische Kastell steht hier seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Heute lasse ich mich mal vom Sammy von den Sandteufelchen chauffieren und der macht das richtig gut. Wir sind hier auf dem Weg nach Dus und der Sahara-Sturm der letzten Tage hat die Temperatur auf 41 Grad hochgetrieben. Also so heiß hatten wir es bislang in Tunesien noch nicht. Schaut mal, was der Sandsturm hier mit der Schnellstraße macht. Da ist schon eine richtig dicke Sandschicht drauf. Hier sind wir bereits in Dus und unser Ziel ist dieses Mal der Desert Club. Das ist ein Campingplatz geführt von Sophie und ist auch ein ganz bekannter Overlander-Treffpunkt in Tunesien. Jetzt nehme ich euch mal mit auf einen Spaziergang über den Platz vom Desert Club und wir schauen mal, was hier so alles Schönes herumsteht. Ich bin übrigens sehr, sehr froh, dass die Familie dort mit ihrem roten Iveco Daily 4x4 hier auf dem Platz steht, denn die werden mich später noch aus dem Sand ziehen. Da vorne links ist die Bar, da kann man übrigens auch Bier und Wein kaufen zum Mitnehmen. Hier rechts ist das Duschhäuschen und dort geradeaus ist die Rezeption. Am nächsten Morgen gehen wir auf den bekannten Tiermarkt von Dus. Der beginnt schon früh morgens um 7 Uhr. Ja, ihr seht, das ist hier schon ein richtiges Getümmel. Da werfen wir uns jetzt mal rein und beobachten einfach mal ein bisschen, was schon auffällt. Hier am Markt sind fast ausschließlich nur Männer und es wird gefeilscht, was das Zeug hält. Und natürlich besuchen wir auch den Waren- und Lebensmittelmarkt gleich nebenan.
Tags drauf fahren die Staubteufelchen und unsere anderen Reisefreunde mit dem großen MAN weiter nach Kebeli. Wir bleiben noch einen Tag in Dus, denn wir wollen nochmal in die Wüste. Wir genießen noch einen schönen Abend in Dus und vor allen Dingen genießen wir das gute Essen im Restaurant Le Palmier. Da gibt es sehr leckere Tontopfgerichte aus dem Erdofen. Und hier brutzelt gerade unser Spieß. Und so schaut's dann aus. Lecker, lecker. Der nächste Morgen begrüßt uns mit viel Sonnenschein. Wunderbare Voraussetzungen für einen Trip in die Wüste. Wir wollen heute bis zum Camp Redmet. Ja, und hier verlassen wir gerade das Städtchen Dus. Das Camp Redmet befindet sich gut 25 Kilometer südöstlich von Dus. Da fährt man ein ganzes Stück auf der Hauptstraße durch diese wunderschöne Wüstenlandschaft. Dann geht's rechts weg auf eine Sandpiste, auf der fahren wir hier schon. Der Sand ist aber sehr weich, zum Teil auch recht tief. Also wir fahren hier mit Untersetzung, mit ordentlich Drehmoment. Ich war allerdings zu faul, den Reifendruck abzulassen. Das wird uns dann gleich zum Verhängnis. So, beim Camp Redmet sind wir gewesen. Es ist wunderschön dort. Es gibt dann mehr Bilder, wenn wir heute Abend dorthin zurückkehren. Jetzt fahren wir zurück zur Hauptstraße. Da vorne kommt ein kleiner, unscheinbarer Sandhügel. Ich habe ein bisschen zu wenig Schwung und wie gesagt den Reifendruck nicht abgesenkt. Und zack, hänge ich fest. Also für die Kupplung ist das nicht so toll, was ich da gerade mache. Deshalb Motor aus. Genau, Luft ablassen ist eine gute Idee, hätte ich besser vorher gemacht. Hilfe naht, der Abdul vom Camp Redmet hat uns gesehen und kommt mit einer Schaufel, hilft uns, den Benz frei zu schaufeln. Kurz darauf kommt eine kleine Overlander-Gruppe zu uns. Das waren genau die Fahrzeuge, die wir gestern im Desert Club in Dus gesehen hatten, insbesondere der rote Iveco Daily 4x4. Ja, und da rausziehen doch angenehmer ist, als ewig zu buddeln, spannen wir den Iveco Daily vor unseren Benz und lassen uns langsam rausziehen. Musst du noch aus dem Weg fahren, Gerhard, oder ist das gut so? Wieder aus dem Sand befreit, geht es nun zurück zur Hauptstraße. Dort verabschieden wir uns von unseren Helfern. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Für uns geht es nun weiter südlich. Das ist die gleiche Straße, die dann irgendwann zu einer Piste wird in Richtung Tafelberg-Tembain. Die ist dann für unser Fahrzeug irgendwann nicht mehr fahrbar. Aber so weit wollen wir auch gar nicht. Wir wollen zu einer Ikone fahren, die ist hier auf der linken Seite. Das ist das Roadhouse Café, Café La Porte du Désert. Also das Café zur Pforte der Wüste. Und das wird von einem schon älteren Herrn betrieben, der das schon seit über 20 Jahren macht. Und das schauen wir uns jetzt mal von innen an.
nach einem ausgiebigen Schwatz und kühlen Getränken geht's für uns zurück zum Camp Redmet. Hier sind wir bereits auf der Sandpiste zum Camp Redmet, dieses Mal mit abgelassenem Reifendruck und mit mehr Schwung. Und so erreichen wir ohne Probleme das Camp. Ja, zum Camp Redmet gibt es nur sehr wenig Informationen im Netz, aber auf Facebook gibt es eine eigene Seite, also schaut mal dort, gebt einfach mal das Stichwort Camp Redmet ein. Ich mache jetzt mit euch mal einen Rundgang durch das Camp Redmet. Ihr seht, wir stehen hier mit dem Benz mittendrin. Wir sind die einzigen Gäste. Normalerweise ist das Camp ausgelegt für kleinere, exklusive Reisegruppen. Heute sind wir allein und genießen die volle Aufmerksamkeit. Hier wird schon die Feuerstelle vorbereitet, denn heute Abend wird hier frisches Brot gebacken. Jetzt schauen wir mal in das Restaurant. Hier bekommen wir heute Abend ein mehrgängiges Menü zelebriert. Wir sind gespannt. Hinter dem Camp Redmet, dort hinter dem Turm, gibt es eine eigene Kamelzucht und dort fliegen wir jetzt mit der Drohne mal hin. Die Kamele haben gerade Junge, das trifft sich für uns gut, wir können nicht nur die Tiere beobachten, wir bekommen dann auch noch einen ganzen Liter frische, warme Kamelmilch. Die ist lecker. Die Sonne geht nun bald unter, es ist ja Ramadan, das heißt es gibt erst nach Sonnenuntergang etwas zu essen. Ja, und hier laufen bereits die Vorbereitungen für das Essen an. Es gibt unter anderem frisches Fladenbrot, das wird hier in die offene Glut gelegt und dann mit der Glut bedeckt. Mhm. Mit der Asche. Wir genießen einen super schönen Sonnenuntergang. Kaum ist die Sonne weg, startet ein wundervolles Abendessen, gefolgt von einer traditionellen tunesischen Teezeremonie. Wir beschließen den Abend am Lagerfeuer und erfahren noch viel über die Lebensweise der Menschen hier in der Wüste. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Das nächste Video ist dann leider auch schon das letzte Video unseres Tunesien Roadtrips, also nicht verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!